Naja, die Orchesterschule war ja keine Gründung von Franz Liszt, aber sie war erfüllt von den Ideen von Franz Liszt. Karl Müller-Hartung war ein Lisztianer und hat in seinem Sinn diese Schule ausgerichtet. Es war ein riesiger Schritt nach vorwärts, denn ursprünglich wurden ja dort die Orchestermusiker für die Hofkapelle ausgebildet. Und jetzt auf einer neuen geistigen Höhe, wollte man den universell gebildeten Musiker dort ausbilden. Und das ist natürlich ein fantastischer Sprung nach oben. Es ist nicht mehr die Fachidioten, sollen die nur noch üben, 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 sondern ein Musiker hat auch nach dem Vorbild von Franz Liszt hat auch gesellschaftliche Verantwortung. Diese Orchesterschule sollte auch, das sagte er damals, zur sittlichen Hebung dienen. Das heißt, die Musik selber hat einen ganz anderen Platz eingenommen, und zwar den Beethoven ihr zugewiesen hat. Man kann nicht sagen ästhetische Autonomie, aber doch das ästhetische Eigengewicht der Musik. Die musste nicht immer zu was dienen, sondern man diente der Musik. Und insofern sind das ganz fortschrittliche Kriterien, an denen die Orchesterschule von damals sich orientiert hat. Man muss den Utopien nachjagen. Ich kann Ihnen nicht sagen im Einzelnen, wie das sozusagen auf die Masse der Orchestermusiker in unseren europäischen Konzertsälen jetzt zutrifft, aber das Ideal gibt es. Und ich würde doch sagen, ein so politisch bewusster Musiker wie Barenboim zum Beispiel ist schon ein glänzendes Beispiel dafür. Nicht durch sein westöstliche Divanorchester, so eine politisch und gesellschaftspolitisch sehr bewusste Handlung. Und sowas ist vorbildhaft. Und jetzt in Zeiten, wo man sich politisch äußern muss, da werden auch von Musikern wieder Haltungen und Stellungnahmen erwartet. Und ich finde das richtig. Ja, Franz Liszt hin oder her, ich bin dem Zauber von Weimar genauso erlegen wie die vielen Zugereisten im Lauf der Geschichte. Ich habe mich auch immer gefragt, was ist es denn? Gut, ich kann sagen, auf denselben Treppen zur Altenburg ist Franz Liszt schon raufgestiegen. Aber was mir in Weimar natürlich gefällt, ist eine sehr kleine, alles ist eine kleine Stadt, aber vollkommen unspießig. Und das kommt natürlich durch die Residenzanlage, durch das Schloss, durch den Goethe-Park. Und das ist eine ganz besonders schöne Mischung. Das Wort Weimar ist einfach tief eingewurzelt ins Bewusstsein. Auffallend an Franz Liszt ist ja, er ist die Figur eines Reisenden, immer unterwegs, sein ganzes Leben lang. Mit Ausnahme der 10 Jahre in Weimar nachher, als er nach Weimar zurückkam, ist er ja trotzdem dauernd gereist. Also er ist für mich die Figur des Reisenden par excellence. Und das kann man auch metaphorisch hören. Wie definiert man Kunst? Wie definiert man eine, wie er hätte gesagt, Zukunftskunst, Zukunftsmusik, avantgardistische Musik? Kunst ist im Wesen nach etwas, was unterwegs ist, was sich immer ändert und nach vorne hin offen ist. Und dafür steht der Franz Liszt, denn es sind auch da politische Implikationen. Im Zeitalter von wildem Nationalismus damals blieb er transnational, übernational. Und diese Haltung hat er nie aufgegeben, auch wenn sie ihn manchmal, es gibt depressive Äußerungen, wo er sagt, ich bin immer zwischen allen Stühlen, wer bin ich eigentlich? Aber das ist heute, Liszt der Europäer, ist absolut zukunftsweisend geworden als Figur. Also das, was die Musiker heute können, ist durch unser, ich glaube, sehr gutes Ausbildungssystem und Fördersystem. Also ich glaube, das hat sich ungeheuerlich verbessert. Ein junger Musiker spielt alte Musik, mittelalte, romantische Musik und zeitgenössische Musik. Also das hat sich seit meiner Lebenszeit jedenfalls außerordentlich verändert. Deswegen kenne ich viele zeitgenössische Musiker, die erobern sich da eine Nische und spielen die allerkompliziertesten Partituren vom Blatt.
Also da hat sich viel getan. Vielleicht durch Konkurrenzdruck, das weiß ich nicht, aber ich glaube eher durch ein sehr perfektioniertes Ausbildungs- und Fördersystem. Ich würde sagen, einfach alles. Einfach alles, denn er ist ein Universalmusiker gewesen. Er hat die gesellschaftliche Verantwortung auf sich genommen. Er hat Fantasieräume im Kopf gehabt, die er in die Wirklichkeit gedruckt hat. Denken Sie an das Projekt der Goethe-Stiftung hier gewaltig oder dass er sozusagen das Bayreuther Festspielhaus sollte ja eigentlich nach seinen Plänen in Weimar stehen. Also er hat immer große, hochfliegende Pläne gehabt. Und das ist ganz wichtig, dass ein Künstler sozusagen immer wieder Freiräume öffnet. Ja, wie er sagte, Genie oblige, das hat ihm die Aufgaben zugewiesen. Und da wüsste ich kaum ein anderes Beispiel in der Musikgeschichte, wer diese Aufgabe des Musikers so breit und so verantwortungsvoll gefasst hat.